Hi guys, I will show you something today, and I start here with a paper wipe up stuff. And what I did actually, I I made some swaps for my fountain pen inks, and cleaned my brush here on that paper, of course. And fountain pen is not totally waterproof, so it's open a tiny bit before it's when you can't, if it's not longer reacting to water. And I thought, that I liked all these colors on that, and then I thought, try to put water on top, and as you can see, it works. It spreads out, and that's what I was after. A tiny bit into the middle, because there was this light spot, and I wanted to have color there as well. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch mal was zeigen. Und zwar habe ich hier auf dem Papier Tinte von meinen Füllern. Da habe ich Swaps gemacht für die Farben einfach und meinen Pinsel da sauber gemacht und habe mir überlegt, das könnte doch sein, wenn du da Wasser drauf machst, dass das sich ausbreitet, und das hat es gemacht. So, hier hat das auf der Kraftmatte gelegen, das nehme ich mal mit Papier auf, und das macht dieses wunderschöne, ja, dieses wunderschöne Pastellige. Das fand ich total schön. Ich habe noch ein bisschen mehr gemacht, das zeige ich jetzt aber nicht. You know, I took that up with the paper what was left on my craft mat, and that gave me this beautiful pastel background. I did a lot more with this paper, with this ink drowned or drenched paper, but I will show that in another video. So first of all, I did a bit of sketching here. I didn't have actually something in my mind to show it or do something special with it, but my camera is running all the time anyway. So I finished it. I sketched a very quick sketch here, flower sketch, and use different watercolors here. Start mainly with violets and red violets, and yeah, just had fun. And basically it's for me more practice than creating something. Ich habe dann hier angefangen mit einem ganz schnellen Sketch einer abstrakten Blume so, und dann eben mit Aquarellfarben gearbeitet, eben so in diesem Violett, Rot, Violett, und dann hier mit Türkis, verschiedenen Farben. Die Kamera läuft bei mir immer sowieso, aber bei diesem Stück hatte ich jetzt nicht irgendwie im Hinterkopf, oder das zeige ich mal, weil letztendlich, als ich dann irgendwann fertig war, habe ich mir gedacht, ja, das war's jetzt. Eine schöne Übung, aber mehr nicht. Und dann hatte ich das hier eine ganze Zeit rumliegen. Und das hat mich immer angestarrt. Und ja, irgendwann habe ich es mir dann vorgenommen und habe gedacht, nee, so kann ich das nicht enden lassen. You know, I finished it off, and it's a watercolor practice for me, nothing else. That's what it was, and I finished it off and put it aside, and it was laying around. It was waiting to be photographed, so that's what I always do with my stuff, just to have a record of what I'm doing for practicing. And so it was waiting for that, and was laying around and was looking at me, and yeah, and at some stage I put it on my desk again, and then it told me, look, I'm not finished yet, go on and do something. And that's what I did. And when I took it back onto my desk, and immediately I knew what to do with it, you know. So here I put some sketchy lines around it, but that's it. A few splatters, but that's at the end, that was it, and I put it aside. Ich habe dann hier jetzt noch ein paar sketchy Linien dran gemacht mit Tinte, und dann mache ich noch so ein paar Splatters, also Tropfen drauf, und dann habe ich es beiseite gelegt. Aber wie gesagt, als ich es dann wieder vorgeholt habe, hier auf meinem Arbeitstisch gelegen hat, da hat es zu mir gesprochen, hat gesagt, hör mal, ich bin noch nicht fertig, mach mal hin hier. Aber als ich es mir dann nochmal angeguckt habe, da war irgendwie klar, jo, ich wusste also,
was ich damit machen wollte. Das ist ganz witzig. Ein paar weiße Linien noch hier und da, aber wie gesagt, dann habe ich es beiseite gelegt. This is a few light or white lines here and there, a few dots here and there, but that's it, promise. And then it was laying here and waited to be photographed. And I started then with stamping. This is a crackle stamp. I tried to do it that it looks like it's behind the flower, so that's why I protect my flowers here with a sheet of paper. And that's how I started. Ich habe dann angefangen hier mit diesem Krakelierstempel, habe die Pflanze abgedeckt, weil ich eben so den Eindruck erwecken wollte, dass es hinter der Blume gestempelt wurde. So, das ist dann so der Anfang. Und dann war ich auch, dann kommt man ja schon mal in so einen Flow. Ich habe dann ja immer rechts neben mir oder links neben mir, rechts und links, ja, Rechts- und Linksschwäche habe ich ja, habe ich so eine große Box. Da sind so meine Reste drin von Projekten. Und das sind hier die Reste. Und die habe ich mir vorgeholt und damit werde ich arbeiten. I have a box next to me and put all the leftovers from my projects into, and I got some stuff out and I will work with it. So I thought about doing a collage by putting or tearing stuff up, because I didn't want to cover the whole flower up. That means I'm not having a lot of space, a bit right and left at the edges. So I'm tearing up here some paper, some corrugated cardboard, some other paper, this handmade watercolor paper, the heavy one, and I have some word die cuts and so on. And then I have this parts of the notebook with the rings where you can rip out the pages, and you're left with this, I don't know what you call that actually. On the left, you can see it on the left there. Doesn't matter, you can see what I mean. So, and I'm not having a lot of space right and left, so that's why I did that and start to arrange it. Ich hatte da natürlich, wie gesagt, nicht sehr viel Platz. Pflanze wollte ich, oder die Blume wollte ich ja nicht bedecken. Das heißt, ich habe angefangen, alles schön zurechtzureißen. Ich wollte einfach auch diese gerissenen Kanten haben. Das finde ich wesentlich schöner. Habe dann hier diese Wörter, gestanzten Wörter, die ich noch übrig hatte, und natürlich auch dieses ausgestanzte mit dem Glückwunsch, und das reiße ich in 2 Stücke, dass ich das Glück und den Wunsch getrennt habe, und werde den Wunsch benutzen. Glück wollte ich erst, aber dann habe ich hinterher den Wunsch benutzt. This is a cutout or die cut out from, it's a German word made with a die. Glückwunsch means congratulations, sort of, but we say Glückwunsch, it means Glück, it's 2-part, Glück und Wunsch. We wish you a lot of luck. Glück means luck, and Wunsch is the wish, so. And you can use, of course, both words by itself, Glück and Wunsch, so luck or wish. And I use the Wunsch, and first of all I thought about Glück, but otherwise I'm using Wunsch later, you will see. I'm using here my distress inks, this stuff, I don't know what that called, but I told you that's from a notepad where you tear out the pages. So that was a bit too light. I put some of the vintage photo on top. Ich habe das hier jetzt ein bisschen zu hell gefunden, habe dann noch Vintage Foto drüber gepackt und bei dem anderen eben das in grün. Und jetzt habe ich meine Erika hervorgeholt und werde da ein Gedicht drauf. Und Christian Morgenstern Gedicht ist das. Und mit meiner heißgeliebten Erika. That's my typewriter here. Erika, it's her name is Erika. It's the model's name. So, and I'm putting a poem down from Christian Morgenstern in German. The problem with
it's old. It's very old, you know, and the way he used words is very old-fashioned. It's difficult for me to translate it. I couldn't translate it in this poetic way because it's so beautifully used. Um, you would think, oh, what's she saying about that beautiful poem if I would translate it? You know what I mean? So it is absolutely beautiful. When you find something from Christian Morgenstern in English, have a look. He is really, he has done some beautiful stuff. So, of course, it is far too big, and I will part it in the middle and one half on the left, one half on the right. Das Gedicht hier von Christian Morgenstern, wie ich schon sagte, ist wunderschön. Und natürlich war es viel zu breit. Darum habe ich es in der Mitte, genau in der Mitte geteilt und packe eine Hälfte rechts, eine Hälfte links. Man kann es natürlich dann immer noch lesen. Man muss es dann so über Kreuz lesen. Aber das geht. Und es kommt ja nun auch nicht darauf an, dass man es lesen könnte oder nicht. Es ist ja Teil meines Elements, Collage-Element. Und die Wörter darauf sind natürlich schon wichtig, ganz klar, aber nicht als Ganzes. So. Und ich werde, jetzt habe ich die Kanten nochmal alle mit dem Vintage-Foto bearbeitet, einfach um das auch so ein bisschen altern zu lassen. You know, I just used the vintage photo here around the edges just to have it more or give it more this vintagey look, you know. And for the Wunsch here, you can see that, of course, I needed something darker for the background that you could see or could read the word, and that's what I wanted. And it matched quite good with the green stripes I made earlier. So now I will assemble everything, and I will put everything together with this attacher. I'm not using glue, just to give it even more texture, more interest and so on. Ich habe dann hier alles zusammengepackt und habe nicht geklebt, das wollte ich nicht, sondern hier den Tacker benutzt, einfach auch um das Ganze und ein bisschen mehr Textur reinzukriegen und vor allen Dingen das Ganze noch so ein bisschen interessanter aussehen zu lassen. Und auf der anderen Seite mache ich das Gleiche. Natürlich nur weniger, kürzer, mache die Streifen etwas kürzer, weil ich da erstens mal weniger Platz hatte und zweitens wollte ich auch nicht beides gleich groß haben, weil ich finde, so diese Ungleichheit einfach wesentlich spannender. Das bringt wesentlich mehr Spannung rein. So, and of course I have different sizes on both sides just to get more, even more interest into it. If it would be the same size, I think it would look boring. And a few words from my leftover die cuts here, just the U, and on the other side I will use the welcome in this craft paper die cut and glue it down. And but I was missing something, you know. It was okay already, but something I thought that's not quite ready yet or finished. So you will see I'm using two things out of my leftover there. Ich habe dann, als ich die Wörter da drauf hatte, habe ich mir überlegt, ja, schon gut, aber irgendwas fehlt. Nur eine Kleinigkeit. Nichts Weltbewegendes, aber irgendwie, um das Ganze noch besser auszubalancieren. Und dann hatte ich hier in meinen Leftover-Haufen, übrig gebliebenen Haufen, hatte ich noch diese, hier diese Rähmchen. Und habe gedacht, ja, die benutze ich jetzt mal. Und das war's dann. Das ist unglaublich, was so ein kleines Ding ausmacht. Packe ich dann einmal auf die und dann auf der anderen Seite noch und bam. Ja, das ist ein Riesenunterschied, oder? Also, finde ich auf jeden Fall. You know, you could see that as soon as I put that on, it was such a huge difference, wasn't it? As to me it is. So sometimes it's just a tiny little bit you need to get a perfect page, you know. It was already good, but now it's perfect. So glue that down, and I think that's it. I put that here with a toothpick on the glue.
And yeah, that's it. The close-up is coming now. And yeah, guys, that's it. Ich glaube, ja, Close-up wird jetzt kommen. Und das war's dann. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay careful, stay healthy, all of you, and never forget to be creative. Bye bye. So, ihr Lieben, das war's schon. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle gesund. Und vergesst auf keinen Fall immer schön kreativ zu sein. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.